Was sind die 7 häufigsten Fehler und Missverständnisse, die man bei der Gründung einer steuerfreien LLC machen kann? Genau auf dieses interessante Thema wollen wir in diesem Video einmal näher eingehen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dabei bist, auszuwandern oder schon ausgewandert bist und eine amerikanische LLC gründen möchtest, weil diese einfach flexibel, steuerfrei, einfach in der Handhabe ist, dann lade ich dich herzlich zu unserer Braveheart LLC Masterclass nach Edinburgh ein. Dort werde ich dir in 1,5 Tagen alles zeigen, was du wissen musst, um eine solche LLC rechtssicher und steuerfrei zu betreiben. Wir beantworten alle deine Fragen. Natürlich geht es auch um Themen wie zum Beispiel den Bonitätsaufbau in den USA, wie Travel Hacking mit amerikanischen Kreditkarten funktioniert und wie man auch ein amerikanisches Visum bekommen kann, wenn man einmal vorhaben sollte, über diese LLC dann auch in die USA auszuwandern. Wir werden dort live zusammen eine LLC gründen. Du wirst mir über die Schulter schauen. Du wirst das sehen, wie das funktioniert. Wir werden Konten für diese LLC eröffnen. Danach weißt du wirklich alles zum Thema LLC, was du wissen musst. Ich verrate dir alle Tipps und Tricks, die du so nirgendwo online findest. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Das Beste ist, dein Geschäftspartner, Ehepartner, Lebenspartner kann ohne Aufpreis mitkommen. Und das Allerbeste, du bekommst von uns eine niegelnagelneue US-LLC inklusive einjähriger Betreuung geschenkt im Wert von insgesamt 2.500 US-Dollar. Also ein tolles Angebot. Schau dir das am besten einmal an. Wie gesagt, alle Infos auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Die LLC, sie ist ja eine sehr beliebte Rechtsform, gerade bei Auswanderern und digitalen Nomaden. Wenn du natürlich in einem Land wie Deutschland wohnst oder auch Österreich, kannst du auf keinen Fall eine solche LLC steuerfrei betreiben. Das würde auf gar keinen Fall funktionieren. Aber eben, wenn du ausgewandert bist, dann ist das in der richtigen Konstellation möglich. Es gibt auch dort bestimmte Risiken, die man beachten muss. Und wir helfen seit 2008 dabei, Mandanten, amerikanische LLCs und andere Rechtsformen in den USA zu gründen. Ich selbst bin 2008 in die USA ausgewandert. Unser Office ist in Austin, Texas. Wir haben also jede Menge Erfahrung seitdem gesammelt, was deutschsprachige Unternehmer, Freiberufler und Investoren anbelangt, die auswandern und deswegen eine amerikanische LLC gründen wollen. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass es einige häufige Missverständnisse gibt und Irrtümer hinsichtlich dieser LLC, die ich immer wieder sehe, die sich ständig wiederholen. Und in diesem Video werde ich dir einmal die 7 häufigsten vorstellen, damit du bei der Gründung und im Betrieb deiner eigenen LLC diese Fehler vermeiden kannst. Missverständnisfehler Nummer 1. Man nimmt an, dass die amerikanische LLC automatisch steuerfrei ist. Das ist natürlich absolut nicht der Fall. Es gibt nur eine ganz bestimmte Konstellation, wo die amerikanische LLC keine Steuern bezahlt. Und das ist, wenn es nur einen Inhaber gibt, dieser Inhaber in den USA nicht unbeschränkt steuerpflichtig ist und die Gesellschaft auch keine Betriebsstätte in den USA hat. Sie kann schon US-Kunden haben, sie kann ein US-Konto haben, sie kann eine US-Adresse haben, aber eine Betriebsstätte darf sie nicht haben. Nur in dieser konkreten Konstellation ist die LLC in den USA tatsächlich steuerfrei. Ansonsten bist du zumindest verpflichtet, volle Buchhaltung zu machen, eine volle Steuererklärung einzureichen, Jahresabschlüsse einzureichen bei den amerikanischen Behörden. Das heißt, achte darauf, wenn du die LLC gründest, dass sie nur einen Gesellschafter hat, du keine Betriebsstätte in den USA hast und du selbst natürlich auch kein amerikanischer Steuerzahler bist. Irrtum Nummer 2 ist, deine persönliche Steuerpflicht zu ignorieren. Nur weil in den USA keine Steuern anfallen, heißt es natürlich noch lange nicht, dass nirgendwo anders Steuern anfallen. Vorhin hatte ich ja gesagt, dass man letztlich die LLC nicht steuergünstig betreiben kann, wenn man zum Beispiel in Deutschland oder Österreich wohnt. Würdest du das tun, würdest du die Gesellschaft betreiben von Deutschland oder Österreich aus, dann müsstest du voll in Deutschland Steuern bezahlen, als wäre das ein deutsches bzw. österreichisches Unternehmen. Und das Gleiche trifft natürlich zu für alle Hochsteuerländer, nicht nur Deutschland und Österreich. Das heißt, attraktiv ist im Grunde genommen diese LLC-Lösung auch nur dann, wenn deine persönliche Steuerpflicht ohnehin schon optimiert ist. Wenn du also zum Beispiel auf den Bahamas wohnst oder in Panama wohnst oder in einer anderen Steueroase lebst, möglicherweise auch, wenn du digital Nomade bist und nirgendwo Steuern zahlst, dann lohnt sich diese LLC. Auch da, besonders für deutsche Staatsbürger, gibt es einige Fallstricke. Ich sage nur Stichwort erweiterte beschränkte Steuerpflicht, sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte.
Wir haben ja dazu schon viele Videos gemacht. Details findest du auch auf unserer Webseite, damit du das nochmal nachlesen kannst. Fehler Nummer 3 ist, dass man die unbeschränkte Steuerpflicht zum Beispiel in Deutschland nicht wirksam beendet hat. Viele meinen ja, ich habe mich abgemeldet und damit bin ich jetzt auf der steuerlich sicheren Seite. Tatsächlich ist aber die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland komplett unabhängig von der Abmeldung. Es kommt darauf an, ob du einen Wohnsitz in Deutschland hast, beziehungsweise ob das Finanzamt denkt, dass du einen Wohnsitz in Deutschland hast oder dass Deutschland noch der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist. Dann bist du effektiv nicht ausgewandert, du bist effektiv kein Nomade, wenn das dein Lifestyle ist. Das Gleiche trifft natürlich auch für Österreich und andere Länder zu. Das heißt, es ist absolut entscheidend, dass du nicht nur auswanderst, sondern die Bezugspunkte zu Deutschland, zu Österreich, zu deinem Herkunftsland beendest, die weiterhin eine unbeschränkte Steuerpflicht auslösen können. Der 4. häufige Fehler bei Gründung und Betrieb einer amerikanischen LLC ist, dass man aus Versehen eine Betriebsstätte in den USA auslöst. Es ist ja heutzutage so, dass vieles online geht, vieles geht virtuell. Man hat virtuelle Teams, die ortsunabhängig arbeiten. Und wenn du Teammitglieder hast, die in den USA arbeiten, zum Beispiel Freelancer, dann muss man sehr darauf achten, dass diese in den USA keine Betriebsstätte auslösen. Damit wären nämlich dann die LLC-Gewinne tatsächlich in den USA steuerpflichtig. Das Gleiche kann natürlich auch passieren, wenn du selbst viel Zeit in den USA verbringst, selbst wenn du gar kein amerikanisches Visum hast, einfach nur mit ESTA. Nehmen wir mal an, du bist oft in den USA und du arbeitest von dort remote mit deutschen Kunden, mit österreichischen Kunden, mit nicht-amerikanischen Kunden, dann bist du eben vor Ort und hast dann trotzdem möglicherweise eine Betriebsstätte in den USA ausgelöst. Das muss man also sehr genau betrachten. Da muss man sehr genau darauf achten, dass das nicht passiert. Der 5. häufige Fehler beim Betrieb einer amerikanischen LLC ist ein Konto, das deine Privatsphäre nicht schützt. Für viele ist ja der Grund, dass sie eine LLC gründen, die hervorragende Anonymität. Wenn du zum Beispiel eine Gesellschaft hast in Wyoming, in Delaware oder in New Mexico oder auch in Colorado, dann taucht dein Name nirgendwo öffentlich auf. Geschäftsführer, Gesellschafter werden nicht veröffentlicht. Du musst keine Jahresabschlüsse einreichen. Du hast im Grunde vollständige Anonymität. Wenn du ein amerikanisches Bankkonto betreibst, wir eröffnen dir zum Beispiel ja ein Konto bei Mercury oder einer anderen amerikanischen Bank, dann gibt es dort ebenfalls keinen automatischen Informationsaustausch und diese Bank nimmt ja dann auch nicht am neuen EU-Kontenregister teil. Aber wenn du zum Beispiel ein Konto in der EU eröffnest, sagen wir zum Beispiel Wise, dann bist du natürlich potenziell davon betroffen. Also vom europäischen Kontenregister auf jeden Fall. Denn Wise hat ja bekanntlich seine EU-Niederlassung in Brüssel. Damit würde also das Konto deiner LLC ins europäische Kontenregister hineinfallen und möglicherweise auch vom automatischen Informationsaustausch OECD-CRS abgedeckt sein, je nachdem, was die LLC tut. Das heißt, wenn du auf der sicheren Seite sein willst, dann verwende amerikanische Konten. Und wenn du Eurokonten eröffnest für die LLC, dann achte darauf, dass diese Eurokonten nicht in der EU geführt werden. Das gibt es. Es gibt mehrere Anbieter, es gibt mehrere Banken, die bieten Eurokonten an, die auch an SEPA angeschlossen sind, welche aber eben nicht von EU-Instituten geführt werden, damit nicht vom europäischen Kontenregister betroffen sind. Du kannst vielleicht sagen, ist mir ja komplett egal, interessiert mich nicht, mein Konto kann da ruhig auftauchen. Das ist natürlich auch eine Ansichtsweise, aber wenn für dich das Thema wichtig ist, dann musst du natürlich genau auf diesen Punkt achten. Der 6. häufige Fehler beim Gründen und Betreiben einer LLC ist, dass man kein nachvollziehbares Setup hat für Banken. Und das ist wirklich für sehr viele, gerade digitale Nomaden, ein Problem. Denn wenn man ein Konto für die LLC eröffnet, und wie gesagt, wenn wir die LLC für dich gründen, dann tun wir das, muss man nachweisen, wo die LLC ihre Betriebsstätte hat, die sogenannte Trading Address. Und du musst auch deinen persönlichen Wohnsitz nachweisen, zum Beispiel über eine Strom-, Gas- oder Wasserrechnung. Nun, die Trading Address kann gleichzeitig auch deine persönliche Adresse sein. Du kannst sagen, ich betreibe diese LLC bei mir zu Hause aus. Deswegen ist meine Stromrechnung gleichzeitig auch der Adressnachweis für die LLC. Das funktioniert, aber du persönlich musst eben eine Strom-, Gas- oder Wasserrechnung oder Kontoauszug oder ein ähnliches offizielles Dokument vorlegen können für dich selbst. Viele digitale Nomaden haben das nicht mehr und dann stehen sie da. Das heißt, du brauchst im Grunde genommen, und darüber reden wir ja immer wieder, ein rechtssicheres Setup, wo du genau solche Dokumente bekommst. Du musst irgendeine Adresse haben, die für die Banken akzeptabel ist. Ansonsten wirst du kein Konto für die LLC eröffnen können. Und der 7. und letzte häufige Fehler ist natürlich das ganze Thema Compliance. Auch wenn es für die LLC in der hier diskutierten Konfiguration im Grunde keine Buchhaltungspflichten gibt und man auch keine vollständige Steuererklärung einreichen muss, ist es natürlich dennoch gesetzlich vorgeschrieben, dass man bestimmte Unterlagen bei den amerikanischen Behörden jährlich einreicht. Dazu gehört normalerweise eine jährliche Statusmeldung an das Handelsregister, wo man einfach bestätigt, dass es die Gesellschaft noch gibt, dass sich nichts groß geändert hat, zum Beispiel die Adresse. Und die zweite Sache, die man einreichen muss, ist, man muss eine Art Mini-Steuererklärung an die IRS einreichen, wo man angibt, was der
Gesamtumsatz war, wer hinter der Gesellschaft steht, von wo aus die Gesellschaft betrieben wurde und weitere Details. Wenn die LLC inaktiv ist, dann musst du das nicht einreichen. Ansonsten ist es Pflicht. Für alle Mandanten, die wir betreuen, deren Gesellschaften wir gründen und eben dann auch jährlich verwalten, reichen wir das als Teil unserer Service-Dienstleistung ein. Das Problem ist, wenn die Meldung zu spät erfolgt, dann werden sofort 25.000 US-Dollar Strafe fällig. Das heißt, damit ist nicht zu spaßen. Es gibt hier jede Menge Berater online und auch auf YouTube, die dir sagen, du kannst es auf die leichte Schulter nehmen. Das kannst du einfach ignorieren, interessiert niemanden. Sicherlich deine eigene Entscheidung, was du tust. Aber die Mandanten, die wir betreuen, denen ist es wichtig, dass alles rechtmäßig erledigt wird und man sich hier keinen unnötigen Risiken aussetzt. So, das waren sie, die 7 häufigen Fehler, wie ich sie so aus der Beratungspraxis regelmäßig mit Mandanten erlebe. Wenn du eine LLC gründest, dann achte genau auf diese Punkte. Ansonsten hast du eigentlich bei der LLC extrem viel Flexibilität. Das heißt, du kannst sie in jedem Bundesstaat gründen, wo du möchtest. Überall wirst du von der Steuerfreiheit profitieren können. Auch kostenmäßig, wenn wir das für dich gründen und betreuen, bewegt sich das so alles ungefähr im identischen Rahmen. Wenn auch du planst, digital normal zu sein und eine LLC verwenden willst, beziehungsweise schon eine verwendest, da können wir dich natürlich gerne dabei unterstützen. Komm gerne zu unserer LLC Masterclass nach Edinburgh. Termine, wie gesagt, auf unserer Webseite oder ansonsten schau dir unsere LLC-Webseite an. Sie ist unter nullsteuer.llc zu finden. Wir befassen uns seit 2008 genau mit solchen Themen: Firmengründung in den USA, steuerliche Betreuung in den USA, US-Visa und generell natürlich auch der Umzug in die USA. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.